Hallo, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem CorelDRAW-Tutorial zum Thema Vektorisierung oder Raytracen. Und zwar geht es darum, wie man aus einem Pixelbild, aus einem Bitmap, eine Vektorgrafik erstellt. Ich habe hier mal CorelDRAW geöffnet und wenn ich jetzt ein Pixelbild hier einfügen möchte, dann muss ich das nicht über Öffnen machen, sondern über Importieren. Ich gehe mal auf Datei Importieren und importiere jetzt mal dieses Bild hier. Jetzt kann man einmal klicken, dann wird das Bild in Originalgröße eingeführt oder man zieht so einen Rahmen auf. Jetzt habe ich das Bild ausgewählt, jetzt gehe ich hier auf Bitmap. Dann kann man hier wählen zwischen Blitzvektorisierung, Mittellinienvektorisierung, Umrissvektorisierung. Und hier hat man jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Technische Illustration, Strichzeichnung. Was bedeutet das? Wenn man mal im Handbuch nachschaut, dann sieht man hier, was damit gemeint ist. Also technische Illustration, da sieht man hier, ne, so eine Illustration, die aus Strichen besteht, ist jetzt hier sehr unscharf. Und eine Strichzeichnung sieht dann eher so aus. Und dann kann man eben noch auswählen, bei der Umrissvektorisierung zwischen Strichgrafik, Logo, detailliertes Logo, Clipart. Und auch diese Sachen sind im Handbuch erklärt. Schauen wir nochmal. Ne, wir sehen da die Strichgrafik, ein Logo, ein detailliertes Logo, ne, was ein bisschen komplexer ist und eine Clipart. Und dann gibt es noch Bild niedriger Qualität. Das sind eben Bilder, die eine kleine Größe haben, eine kleine Pixelgröße und Bild hoher Qualität. Je nachdem, was ich für eine Vorlage habe und je nachdem, was ich für ein Ergebnis haben will, wähle ich jetzt hier bei Bitmaps Mittellinienvektorisierung aus, bei technischen Illustrationen Strichzeichnungen und wenn ich als gewünschtes Ergebnis Linien haben möchte und Umrissvektorisierung, wenn ich mehr Flächen haben möchte. Wir sehen hier die Ergebnisse bei der Umrissvektorisierung. Ne, ich habe hier einzelne Flächen, ich habe hier Knotenpunkte an den Flächen, ich kann das verändern. Und hier bei der Mittellinienvektorisierung habe ich Linien. Ne? Ich kann jetzt hier die Größe oder Stärke der Linie verändern. Ne? Das ist eben der Unterschied zwischen diesen beiden Arten. Und dann muss man, je nachdem, was man für eine Vorlage hat, dann nochmal die Unterart auswählen. Ich importiere mal eben ein anderes Bild. Dieses hier. Ja, wenn ich das jetzt auswähle, dann wäre es ja sinnvoll, wenn diese Linien jetzt einzelne Linien wären und nicht Formen. Und da nehme ich dann eben Mittellinie, Vektorisierung, technische Illustration. Jetzt öffnet sich dieses Fenster und man sieht jetzt hier auch, dass solche Linien entstehen. Wir schauen uns das mal an, wie das funktioniert. Also hier ist jetzt auch Mittellinie, technische Illustration ausgewählt. Strichzeichnung hätte ich genommen, wenn die Linien unterschiedlich dick wären. Hintergrundfarbe kann ich hier angeben, dass sie entfernt werden soll. Ne, wenn ich das nicht möchte, kann ich hier auf keine gehen. So, dann haben wir hier Detail, Glättung und Kantenglättung. Detail steuert, wie viele und wie genau die Details des ursprünglichen Bitmaps in der Vektorisierung beibehalten werden. Bei höheren Werten bleiben mehr Details erhalten und es entsteht eine größere Anzahl von Objekten und Farben. Bei niedrigen Werten werden einige Details entfernt und sie halten weniger Objekte. So, dann haben wir hier die Glättung und damit kann man gekrümmte Linien glätten. Ne, wenn wir uns das mal hier so ein bisschen vergrößern, hier haben wir so eine Lupe. Wenn ich es niedriger mache, entstehen mehr Knoten und wenn ich es höher mache, entstehen weniger Knoten. Außerdem haben wir hier noch die Kantenglättung. Da geht es dann mehr so um die Ecken, aber beides spielt auch irgendwie zusammen. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, dass sobald ich hier die Kantenglättung gemacht habe, dass dann hier oben da so eine Kante rausgenommen wird.
Da muss man dann mal so ein bisschen gucken und in der Regel muss man so eine Grafik auch nachbearbeiten. So, die anderen Sachen, Farben, Anpassung und so weiter, erkläre ich später. Wir können uns aber hier noch diese Geschichten angucken, die da einstellbar sind. Wir haben einmal hier vorher, nachher. Eine große Vorschau, da sehen wir nur die Vorschau und nicht das ursprüngliche Bild. Dann haben wir eine Umrissüberlagerung. Da sehen wir unten das Bitmap-Bild und jetzt hier drauf eben die Überlagerung und was stärker hervortritt, kann man dann hier an dem Regler einstellen. Hier haben wir vergrößern, verkleinern, verschieben. Hier sieht man dann, aus wie vielen Farben das besteht. Außerdem kommt auch hier so eine Zeitanzeige, wenn es mal etwas länger dauert. Dann kann man hier alles wieder auf Anfang zurücksetzen und hier kann man den letzten Schritt zurücksetzen. So, ich klicke mal auf OK, schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ich habe jetzt hier das veränderte, also die vektorisierte Grafik und da ist noch mein Original-Bitmap-Bild. Hätte man auch eine Option einstellen können, dass das gelöscht wird. Jetzt gehe ich mal auf Objekte und wähle mal auf Gruppierung aufheben, weil hier sind eventuell alle möglichen Objekte gruppiert. Wir sehen jetzt hier diese einzelnen Linien. Es sind Linien. Ne? Wenn ich hier mal mit rechts draufklicke, sieht man, dass die Linienfarbe sich ändert oder hier kann ich auch die Linienstärke ändern. Und jetzt muss man eventuell hier mit diesem Formwerkzeug einzelne Knotenpunkte verändern. Ne? Diese würde ich mir zum Beispiel in geraden Knoten machen, ne? Damit man da schöne Gerade hat und so weiter. Das ist ja dann wieder ein Thema für sich. Das habe ich auch unter dem Thema hier Formwerkzeug, Linien und so weiter genauestens erklärt. Schauen wir uns nun mal an, wie das bei so einem Clipart oder bei so einem mehrfarbigen Bild aussieht. Ich habe dieses Bild jetzt hier eben importiert und gehe jetzt hier mal wieder auf Umrissvektorisierung Logo. So, ich mache mal nur die Vorschau, große Vorschau. Jetzt kann ich hier bei Farben einstellen, wie viele Farben ich haben möchte. Ne, er berechnet automatisch irgendwelche Farben. Ne, wenn es mehrere unterschiedliche Farben gibt, die zusammengefasst werden sollen, dann mittelt er die Farben. Jetzt habe ich hier extra mal so ein Bild gemacht, wo hier diese beiden Farben sehr ähnlich sind. Wenn ich jetzt möchte, dass diese beiden Farben zu einer Farbe werden, dann klicke ich die beide mit gedrückter Steuerungstaste an und gehe jetzt auf Zusammenführen. Jetzt sieht das Ganze so aus. So, des Weiteren wurde auch hier die Hintergrundfarbe entfernt und wenn ich weitere Farben entfernen möchte, sagen wir mal, ich möchte die schwarzen Linien hier nicht haben, dann kann ich die anklicken und kann hier auf das Papierkorb-Symbol klicken, dann ist die Farbe weg. So, jetzt schauen wir uns hier mal an, was wir hier bei Einstellungen einstellen können. Da gibt es dann auch hier wieder die Möglichkeit Detailglättung, Kantenglättung, so wie eben erklärt. Und jetzt gibt es aber hier unten noch so Sachen wie Überlappung entfernen oder nicht. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ne? Ich habe jetzt hier benachbarte Verbinden, habe ich mal aktiviert und Überlappung entfernen auch. So, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das ist mein neues Bild. Oder ich klicke erstmal hier mit gedrückter Steuerungstaste drauf. Ne, jetzt habe ich hier diese einzelnen gruppierten Objekte. Jetzt gehe ich mal auf Gruppieren. Moment, da muss ich erst das ganze Ding wieder anklicken. Objekt, Gruppieren, Gruppierung aufheben oder Gruppierung aller aufheben. Ne, jetzt haben wir hier so eine Form, da so eine Form. Und diese Form hier, ne, die besteht ja jetzt aus dem ursprünglich aus diesem Objekt und diesem Objekt, die ja unterschiedliche Farben hatten.
Und dadurch, dass ich gesagt habe, ähnliche verbinden, wurde das jetzt hier zu einer Form. So, schauen wir uns das nochmal an. Ich mache das mal hier so nach unten und machen das nochmal. Benachbarte verbinden, ne, das war das. Durch dieses benachbarte Verbinden, ne, wurde diese Form und diese Form zu einer Form verschmolzen. So, ich gehe hier wieder auf Farben, klicke das an und das an. Oh, das war zu viel. Jetzt gehe ich hier auf dieses rückgängig. Ne? Jetzt wird das rückgängig gemacht. So, jetzt gehe ich da nochmal drauf, auf und da mit gedrückter Steuerungstaste und gehe auf Zusammenführen. Und jetzt habe ich wieder diese beiden verbunden. Ne? So, jetzt gehe ich hier wieder auf Einstellungen und jetzt mache ich benachbarte Verbinden mal die Option raus und klicke auf OK. Jetzt haben wir hier wieder unser Objekt. Und wenn ich jetzt hier mit gedrückter Steuerungstaste die einzelnen Objekte anklicke, die gruppiert sind, ne, dann sehen wir, ich habe hier ein Objekt und da ein Objekt. Ne? Also das ist die Option benachbarte Verbinden. Die Option macht nur Sinn, wenn man eben Objekte hat, die eine ähnliche Farbe hat und wo man dann diese ähnliche Farbe zusammengeführt hat. Sonst macht das keinen Sinn. Ne? Sonst ergibt sich so eine Situation ja nicht. Schauen wir uns nun mal an, was die Option Überlappung entfernen bedeutet. Ich habe hier das Ergebnis von eben, ne? Und wir sehen ja jetzt hier, dass in dem Schwarzen jetzt hier so ein Loch ist. Ne? Dann haben wir diese Form und in dem Gelben ist auch ein Loch. So, jetzt machen wir das nochmal. Und jetzt sage ich mal hier Überlappung entfernen. Benachbarte verbinden ist jetzt eigentlich wurscht, weil ich habe diese Farbe ja nicht zusammengeführt. So, jetzt schiebe ich das mal wieder nach da. Gruppierung aufheben. Und jetzt haben wir hier so etwas. Ne? Jetzt haben wir hier diese schwarze Form als Hintergrundform quasi, wo kein Loch reingestanzt wird. Und im Gegensatz zu der vorherigen Version, ne, wo überall dann Löcher reingestanzt wurden, wo andere Objekte lagen. Und hier liegen die Objekte quasi übereinander. Dann gab es noch die Option nach Farben gruppieren. Sage ich euch auch mal eben. So, ich mache hier Überlappung entfernen. Ne, Überlappung entfernen mache ich nicht, weil dann ist nach Farbe gruppieren deaktiviert. Benachbarte verbinden ist egal. Jetzt klicke ich mal wieder mit gedrückter Steuerungstaste da drauf. Mit der Steuerungstaste bedeutet ja, ich kann in einer gruppierten Geschichte das einzelne gruppierte Element auswählen. Und da sehen wir jetzt hier, dass hier eine Gruppe entstanden ist mit Elementen, die die gleiche Farbe haben. Das ist alles. Ne? Das war die Option nach Farben. Ich habe jetzt hier mal ein anderes Bild reingeladen und wenn man das skaliert, dann sieht man, ne, die Auflösung ist nicht besonders gut. Es hat nicht sehr viele Pixel. Und jetzt schauen wir mal, wie man das vektorisieren kann. Ich gehe auf Umrissvektorisierung Logo und man sieht, die Qualität ist wirklich nicht besonders. Jetzt kann ich Folgendes machen, wenn ich so kleine Bilder habe, dann kann ich hier bei Anpassung zwei verschiedene Arten von Hochskalierungsmodi einsetzen. Und zwar einmal Illustration, wenn es Grafiken sind, die im Computer erstellt wurden. Das ist ja jetzt hier der Fall. Und fotorealistisch würde ich bei Fotos nehmen. In beiden Fällen wird das Bild hochskaliert und da werden dann bestimmte mathematische Algorithmen angewandt und dadurch kommt man zu besseren Ergebnissen. Jetzt gehe ich mal hier wieder auf die drei Regler. Einmal Details, ne, soll etwas detailreicher sein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Hier mache ich mal wieder Überlappung entfernen. Anzahl der Farben, die reduziere ich mir mal ein bisschen. Was haben wir denn da?
6 Stück müsste doch eigentlich reichen. Genau, 6 Farben reicht aus. Diese weiße Farbe, wo kommt die her? Ach, das war der Hintergrund. Die kann weg. Die lösche ich mir. Ja, das war's. Ich klicke auf OK und mein Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für diese Vektorisierung. Ich hoffe, ich konnte damit einige Fragen klären. Schaut auch mal ins Handbuch, da ist ja vieles noch viel genauer erklärt. Aber ich finde, hiermit kann man schon so einiges machen. Besucht meine Homepage, gebt mir ein Like, euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.